Alrighty, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes in Twitch mit mir, Basti. Und heute wieder auf dem besten Server, wo wir übrigens auch eine Challenge-Idee haben. Und zwar minus 90.000 Pilze in 0 Pilze umwandeln, ohne dass man einen Pilz kauft. Ich werde jetzt mal den Anfang machen. Ach, Backpack ist full. Misch. Weg damit. Dismanteln. Come on. So, jetzt aber. Ah, schade. Leider keine 3 Pilze. Müssen wir beim nächsten Mal wieder probieren. Nein, wir sind ja auf W40 und das letzte Mal war ich auf W40. Das ist ein halbes Jahr her. Und mein größtes Ehrenmitglied, ne, die Vanessa, die auch auf Twitch mit einem meiner längsten Subs ist, hat sich halt gewünscht, dass wir uns mal wieder W40 angucken, denn er ist jetzt ja auch über 2 Jahre alt. Also würde ich sagen, schauen wir mal rein. Wir werden uns erstmal die Ehrenhalle angucken und dann aber auch vor allen Dingen natürlich nochmal die Gilden. Ich kann hier auf die 1 und die 1 wird besetzt von In Your Face. Ein Name, der sehr bekannt ist, spielt auf einigen Servern einige Top-Charts, ja, muss man so sagen. Ist hier 510 vom Level und das als Kampfmagier. Sowieso war es so gewesen, dass diesen Server relativ weit oben viele Magier, Krieger, Kampfmagier dominiert haben. Bei den Kampfmagiern ist es jetzt nicht ganz so stark. Neben In Your Face ist jetzt hier nur einer derzeit in den Top 30. Hier gibt es aber noch einen, der definitiv auch in der Lage ist, da zu kompetieren. Ja, aber vor allen Dingen bei den Kriegern und bei den Magiern sieht es auch sehr stark aus. Zweithöchster Char Miss Jilly. 504 Magier. Ja, auch stark. Und da kommt noch ein dritter, GoldenEye 499. Die waren auch schon vor einem halben Jahr recht weit oben dabei. Dann müssen wir auch noch 499 den Netratox erwähnen. Als im Moment Level höchster Krieger. Dahinter kommt Pikachu mitunter. Neutral 495. Oh, Neutral. Aktueller Code. Aber ohne Gilde. Spielt er hier noch oder spielt er nicht? Müssen wir mal schauen. Mr. Nemesis hat sich hier noch als Kundschafter, jetzt kam ich nicht drauf, oben gehalten. Bagala kommt vom Level noch hinterher. Danach haben wir hier zum Beispiel noch den Nigo auch noch oben. In Your Face by Dog Game, okay. Gab ja einige Spieler damals, die aufgehört haben auf diesen Server wegen dem XP-Bug. Und dennoch, ja, haben wir hier wirklich eine sehr ausgewogene Variante. Wir haben auch noch ein paar Berserker oben. Xanxas, Crazy Man sind im Moment die Level höchsten da. Sif auch noch relativ weit oben. Aber ne, guck mal hier, Berserker. Zwerg, jetzt sehe ich ihn erst, weil das so ein kleiner Zwerg ist. Deshalb habe ich es nicht gesehen. Berserker, Zwerg, im Moment Level höchster Berserker, wie es aussieht auf diesem Server. Und da würde ich gleich mal schauen, wie sehen denn die Skillpunkte aus. Wir gehen mal In Your Face, höchstes Level, 32.000 und 24.000 mal so grob gerechnet sind wir bei 56.000 Skillpunkten insgesamt. Gucken wir mal bei Pikachu, wie es da aussieht. Er ist bei etwas mehr als 50.000 zum Beispiel. Dann haben wir mal Miss Jilly als zweithöchste Level. Schauen wir mal, 35.000 plus 6.000. Okay, hier sieht man also auch schon trotzdem, das Level ist hoch, aber einige Skillpunkte weniger. Natürlich kann es sein, dass hier einige Spieler auch nicht auf Level spielen, sondern eher auf Skills. Deshalb werden wir vielleicht nicht den besten Spieler finden können. Netratox will ich mir mal angucken. 31.000 und 20.000, also eher auch von den Skills her sehr weit oben mit dabei. Wie ist denn mein Neutral? 28.000 plus 24.000. Der ist ja auch bei 52.000 Skills, also eigentlich von den Skills her. Ich glaube, zuletzt habe ich gesagt, war er der stärkste Spieler vor einem halben Jahr. Jetzt ist er immer noch sehr, sehr weit oben dabei. Berserker Zwerg hat 29.000 plus 9.000, also er bei den Skills nicht so stark. Wen können wir noch gucken? Gucken wir mal bei Sif einfach rein. Er ist bei insgesamt 44.000. Das ist auch nicht ganz so weit oben. Promillo hier auch eher bei Paaren 40.000. Also teilweise schon über 10.000 Skillpunkte Unterschied. Das ist extrem krass. Das scheint In Your Face im Moment auch dort Topspieler zu sein.
In Your Face und Miss Julie haben übrigens den aktuellen Level 500 Rekord auf dem Shakes and Fidget Discord. Das heißt, die Rekorde, die es vielleicht durch S41 gab für Magier und für Kampfmagier, wurden jetzt erst zuletzt von diesen Spielern auf W40 überholt. Und wir werden sehen, wenn jetzt, okay, Berserker scheint nicht der Level 500 Rekord hier zu liegen. Bei den anderen Klassen wird man sehen, wenn hier auch Spieler über 500 kommen. Gerade bei den Kriegern könnte es nochmal interessant sein. Also der Server ist stark. Wir sehen übrigens hier noch einen Assassinen, den wollen wir uns auch mal angucken zur Vollständigkeit. In den Top 30, der Server war nicht sehr stark von Assassinen belegt. Da war die Klasse noch nicht so beliebt, wie sie derzeit ist. Zumindest auch im Bereich von PvP gewinnt sie immer mehr an Beliebtheit. Ja, obwohl sie natürlich nicht die günstigste Klasse ist. Dennoch Balrog 25. Halt die Assassinenfahne hier bitte auch oben zum nächsten Mal. Und ja, wir sehen auch, ich sag mal, gefühlt in den Top 100 sind alle über Level 450. Ja, und wir haben ja, also wir haben über 500 Spieler über Level 400, definitiv, aber ja, einige aber schon inaktiv, muss man auch sagen. Trotzdem hatten sie über Level 400 gespielt. Also das ist insgesamt nach wie vor ein guter Server, auch wenn natürlich da ein bisschen was verloren gegangen ist. Wir wollen uns mal eine Ehrenhalle angucken, in der internationalen Ehrenhalle, wo sich da W40 befindet. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht gemacht. Da habe ich jetzt auch keinen Vergleich. Schauen wir trotzdem mal rein. Oh, genau, hinter S41, das macht Sinn. Ja, der Server ist einen Monat später gestartet. Aber W40 ist zum Beispiel auch vor S14 Frankreich. Der ist jetzt zeitgleich mit S41 gestartet. Also dort hat man sich schon durchgesetzt, genauso wie auch der polnische Server, der zeitgleich gestartet war mit S41. Der tschechische Server, also da ist W40 mit dem Char in Your Face vertreten, stärker, ist sogar vom Level her höher als die böse Melone auf S41. Da müsste man eigentlich mal die beiden auch vergleichen. Ja, das ist sehr interessant. Und jetzt wollen wir mal in die Gilden gucken. Vorher aber machen wir jetzt noch Folgendes. Wir schauen uns mal an, wie das bei den Gilden zuletzt ausgesehen hat. Bei den Gilden hatten wir nämlich zuletzt Elysium auf der 1. Da wurde mir gesagt, dass Shockwave, die Gilde, die damals top war, mit Elysium fusioniert hat. Deshalb sind sie von Rang 4 hochgerutscht auf Rang 1. Beim Elevator waren sie noch Rang 3. Nächster Elevator höchstwahrscheinlich, oder ich könnte mir vorstellen, im Ende Mai, zwischen dem Ablauf des Profilbilds und dem Start des legendären Geburtstag-Dungeons, irgendwo dort, vermute ich, den nächsten Elevator. Werden wir sehen, müsste Elysium dann stärker sein, wenn sie immer noch so weit oben sind. Natürlich haben wir jetzt schon in der Ehrenhalle gesehen, Elysium und die Horde scheinen nach wie vor die Top-Gilden zu sein. Dann hatten wir aber Last Heaven auf der 3, Schattendämon auf der 4, Imperio Hispano auf der 5, Les Chefs auf der 6, Hospoda Ugrifa auf der 7, Trunkenbolde auf der 8, plus Sova Arminia auf der 9, Domian Ita auf der 10. Aber dann ansonsten keine Gilden mehr großartig, die ich damals zum Gildenvergleich zu Anfang hatte. Also Hospoda war auf jeden Fall von Anfang an mit dabei, Schattendämonen, auch Last Heaven. Aber ansonsten viele Gilden nicht mehr mit diesem Namen vertreten gewesen. Schauen wir mal, wie der Vergleich einfach jetzt ist zum Standpunkt oder zum derzeitigen Zeitpunkt, wenn wir auf die Gilden gehen. Ja, Join Guild, ja, GG. So, Elysium nach wie vor auf der 1. Die Horde auf der 2. Die Ehrenhalle oder die Ehrenpunkte haben sich deutlich, ja, verändert. Also da ist Elysium auf jeden Fall wohl auf der 1. Ich sehe gerade, Elysium war ja Rang 1. Was habe ich denn gerade erzählt mit Rang 3 im Elevator? Okay, da habe ich Quatsch erzählt. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Last Heaven war auf der 3. Les Chefs im Moment 4. Schattendämonen, also einen Platz runtergerutscht. Die Trunkenbolde sehe ich jetzt auch sehr weit oben im Vergleich zum letzten Mal. Kämpfen gegen Hospoda und Imperio Hispano. Und dann haben wir hier eine Gilde, die heißt Probier's mal. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ein Rudelhäschen auch vorgerückt.
Die Nordmänner jetzt hier noch in den Top 20, also auch wieder ein paar Gilden, die tendenziell sogar deutsch sind, die hier wieder ja, hochgerutscht sind. Ne? Also das zeigt auch, dass hier eine gewisse Aktivität dabei ist, auch in den, sage ich mal, in den Top 20. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ne? Das hört man ja oder sieht man ja auf jeden Fall gerne. Aber die Top-Gilden haben sich dann jetzt doch irgendwo gehalten, muss man mal so sagen. Hier sind wir eben auf der 1. Die haben auch 13 Level im Durchschnitt mehr als die zweitbeste Gilde hier, die Horde. Rital ist auch voll. Last Heaven mit Protex, ja, hält ein bisschen Abstand, aber ist im Verfolgerfeld dabei. Also da haben wir auch starke Top 3 Gilden, auch wenn natürlich es jetzt wahrscheinlich keine direkte Konkurrenz untereinander gibt, dass sich das schon, also die 3 setzen sich auch mit Abstand durch gegenüber dem Rest, aber hier, so dann im Bereich der Top 5 sieht es dann doch eben sehr knapp aus. Ne? Also da haben wir 3 Gilden, die fast das gleiche Durchschnittslevel haben. Imperio ist sogar vom Level her noch höher, aber von der Ehre halt im Moment niedriger. Vielleicht gab es da auch Probleme mit Angriffen oder sowas, oder die haben Raids gemacht, die haben ja irgendwie auch schon 81 Raids, aber die anderen haben auch Raids gemacht, die haben alle Raids gemacht auf dem Server. Also hier ist es sehr spannend im Bereich Top 4, 5. Ja, schauen wir mal beim nächsten Mal, ob sich das so gehalten hat oder nicht. Wo ist jetzt aber eigentlich die Vanessa? Ja, also wenn ich sie schon habe, krass, ich hatte ja auch mal eine Players to Watch, ne? Da sind natürlich nicht mehr so viele Spieler, also ist das Players to Watch gewesen? Weiß es nicht, oder habe ich die selber einfach nur gemacht? Hier haben wir aber Red Fox, Vanessa, ja, ist in den Top 50 im Moment mit dem Char. Wir haben ja vorhin gesagt, von den Skills her, die Top-Spieler waren so im Bereich Pan 50.000, danach die Spieler im Bereich Pan 40.000, sie ist im Bereich 34 bis 36, 37.000, also auch nicht so weit weg. Und immerhin in der Top 2 Gilde. Ja, also Vanessa, ne? Ja, ist ein guter Char hier. Verstärkt die Gilde definitiv. Und ja, ist halt auch durch ihre Ausdauer sehr, sehr gern gesehen bei der Horde, denke ich. Das war's dann erstmal von mir und W40. Wir werden demnächst auch mal wieder auf W50 reinschauen mit dem Gildenvergleich. Dann ein bisschen detaillierter, wie wir es immer machen. Ich vermute, dass es spätestens in der nächsten Woche soweit ist. Also, na, macht euch da schon mal bereit, auf W50 wieder loszustrunzen. Und ich würde erstmal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich freuen. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.